das nochmal. Beantwortet das die Frage? Oder? Ist das so schwer? Fällt dir denn was ein? Das reicht. Hallo meine Lieben, heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir. Oft bekomme ich Fragen in den Kommentaren auf Social Media, also Instagram, YouTube und Co., die mit meinem persönlichen Leben zu tun haben und die ich normalerweise nicht beantworte. Wieso ich zum Beispiel asiatische Gesichtszüge habe, ob ich denn deutsche Muttersprachlerin bin und noch viele andere Fragen. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich auf Social Media so schnell wachsen werde, aber die Speak Fluent German Community ist mittlerweile bei fast 130.000 Followern auf Instagram und knapp 3.000 Abonnenten hier auf YouTube. Das ist der Wahnsinn und ich freue mich riesig darüber. Ich bin vor allem sehr dankbar dafür, so vielen Menschen Spaß und Freude beim Deutschlernen bringen zu dürfen. Denn das ist wirklich wichtig, wenn man eine Fremdsprache erfolgreich meistern möchte. Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, hallo, ich heiße Salome, ich bin die Gründerin von Speak Fluent German und ich komme aus dem schönen Taunus in der Nähe von Frankfurt. Meine Mission mit diesem Kanal ist es, Leuten wie dir dabei zu helfen, sich in Alltagssituationen auf Deutsch auszudrücken, damit du dich in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich zu Hause fühlen kannst. Wenn du mit mir Deutsch lernen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Ich lade normalerweise jede Woche 2 neue Videos zum Deutschlernen hoch. Also, wie gesagt, heute gibt es ein etwas anderes Video von mir. Ich beantworte heute all eure persönlichen Fragen und das auf Deutsch, sodass ihr euer Hörverstehen üben könnt. Es gibt auch englische Untertitel, also wenn dir das hilft, kannst du diese gern anschalten. Ich habe mir eure meistgestelltesten Fragen rausgesucht und werde sie jetzt beantworten. Wir starten mit Frage Nummer 1. Warum hast du asiatische Gesichtszüge? Kommst du aus China oder aus den Philippinen? Also ich komme ursprünglich, wie gesagt, aus Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Allerdings habe ich einen multikulturellen Familienhintergrund. Meine Mutter kommt aus Hongkong. Sie ist also Hongkong-Chinesin und mein Vater kommt aus Deutschland. Deshalb habe ich asiatische Gesichtszüge, weil eben meine Mama aus Hongkong kommt. Woher kommt dein Papa? Mein Papa kommt aus Deutschland. Mein Papa kommt aus der Nähe von Frankfurt. Er ist in dem gleichen Ort geboren und aufgewachsen, in dem wir heute auch noch wohnen. Da hat sich also nicht so viel geändert. Was ist deine Muttersprache? Wie viele Sprachen sprichst du? Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche allerdings auch noch Kantonesisch, Mandarin, Französisch und Englisch. Französisch allerdings nicht so gut. Das habe ich in der Schule mal gelernt und habe aber zwischenzeitlich immer mal wieder Französischunterricht genommen. Einfach so aus Spaß an der Freude, sagt man auf Deutsch. Also einfach nur, weil mir Fremdsprachen eben total viel Spaß machen und ich versuche immer noch das zu erhalten, was ich damals gelernt habe. Kantonesisch ist sozusagen meine zweite Muttersprache. Ich bin also zweisprachig aufgewachsen. Englisch habe ich auch in einem sehr jungen Alter schon gelernt. Ich glaube, ich war damals 3 oder 4 Jahre alt, als ich mit Englisch angefangen habe. Und Mandarin habe ich tatsächlich auch schon als Kind gelernt, hatte aber nie wirklich Erfolg damit, bis ich dann ein Jahr nach China gegangen bin und dort ein Schuljahr verbracht habe. Und deshalb spreche ich auch Mandarin. Welche weiteren Sprachen möchtest du zukünftig noch lernen? Also ich würde total gerne noch Thailändisch lernen, da ich dieses Land sehr oft besuche und ich finde es total wichtig, wenn man eine längere Zeit im Ausland verbringt, eben die Sprache des Landes auch zu lernen, damit man nicht immer davon abhängig ist, ob andere Leute Englisch können. Also ich finde es in vielen Situationen, ob das in einem Gespräch mit dem Taxifahrer oder im Supermarkt oder im Restaurant, im Café und so weiter ist sehr hilfreich und auch sehr wichtig. Deshalb steht Thailändisch bei mir ganz oben auf der Liste. Ich weiß, dass es nicht die einfachste Sprache ist in Bezug auf die Zeichen, die man dann lernen muss oder auch die Aussprache.
Es gibt, glaube ich, auch verschiedene Töne, ähnlich wie beim Kantonesisch auch. Ich hoffe da einfach, dass mir mein sprachlicher Hintergrund ein bisschen hilft in diesem Fall. Und dann würde ich auch noch liebend gern Spanisch weiter lernen. Ich habe vor einigen Jahren in der Uni mal Spanisch gelernt für ein Jahr. Ein bisschen davon ist auch noch hängen geblieben, nicht besonders viel, aber ich würde es gerne wieder aufnehmen, da ich denke, dass es eigentlich eine recht einfache Sprache ist, vor allem wenn man schon Französisch, Englisch und Deutsch kann. Und gerne würde ich noch in ein paar spanisch sprechende Länder reisen und deshalb denke ich, ist das auch sehr nützlich für die Zukunft. Du hast gesagt, du möchtest eine weitere Sprache lernen. Wie motivierst du dich dazu? Also ich lerne Sprachen meistens mit dem Hintergrund, dass ich es im Alltag, also in der Praxis nutzen kann. Ich sehe nicht so viel Sinn dahinter, eine Sprache zu lernen, wenn man nicht vorhat, sie auch zu nutzen. Natürlich kann man das auch tun, wenn man Fremdsprachen allgemein besonders liebt und das als Hobby macht. Ich persönlich lerne Fremdsprachen immer, um sie halt, wie gesagt, im Alltag auch nutzen zu können. Und daher nehme ich auch meine Motivation. Also meine größte Motivation ist es eben, mich im Alltag ausdrücken zu können, mich mit Leuten unterhalten zu können, mich verständlich machen zu können und eben meine Wünsche und Bedürfnisse auch äußern zu können. Und das ist eigentlich so meine größte Motivation. Wo wohnst du denn im Moment? Wohnst du im Ausland oder in Deutschland? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt und meine Eltern, meine Familie wohnt da auch noch. Das heißt, ich bin sehr, sehr oft auch dort zu Besuch. Allerdings verbringe ich auch einen Großteil des Jahres im Ausland. Aktuell bin ich in Thailand. Vor einiger Zeit war ich in Vietnam, dann bin ich auch noch oft in Hongkong und generell einfach in Südostasien unterwegs. Also um die Frage ganz einfach und knapp zu beantworten, ich pendel immer zwischen Deutschland und Südostasien. Wenn wir schon von Asien reden, was war denn bisher dein größter Kulturschock, den du in Asien erlebt hast? Ich glaube, der größte Kulturschock, den ich bisher in Asien erlebt habe, war die Art, wie Menschen kommunizieren. Falls ihr das nicht wisst, Deutsche sind ja meistens sehr direkt und drücken sich sehr direkt aus. Und in manchen asiatischen Ländern ist das nicht unbedingt der Fall. Da hatte ich am Anfang extreme Schwierigkeiten damit umzugehen, in dem Sinne, dass ich sehr direkt kommuniziert habe und eben einfach auch erwartet habe, dass mein Gegenüber genauso direkt kommuniziert, aber oft war es dann so, dass A gesagt wurde, aber B gemeint wurde und man musste sehr viel zwischen den Zeilen lesen, also sehr viel interpretieren und sich Gedanken darüber machen, ob die Person jetzt nun wirklich das meint, was sie auch sagt oder ob die Message vielleicht eine andere ist. Also damit hatte ich am Anfang schon meine Schwierigkeiten. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt und die Leute dann nach und nach besser verstanden. Und das fand ich auch wirklich sehr interessant, obwohl ich eigentlich so gesehen keine sprachliche Barriere hatte, in Hongkong jetzt spezifisch, gab es oft trotzdem Misskommunikation einfach wegen der Art und Weise, wie Menschen kommunizieren. Also nicht unbedingt war dann die Sprache das Problem, sondern eben die Art und Weise. Und das ist, denke ich, mein größter Kulturschock bisher gewesen. Ansonsten bin ich ja mit einem asiatischen Familienhintergrund aufgewachsen und kenne mich daher in der Kultur sehr gut aus. Aber wenn man dort lebt, ist es dann doch nochmal etwas anderes. Du scheinst schon viel gereist zu sein. Welches ist dein Lieblingsreiseziel? Also mein Lieblingsreiseziel ist ganz klar Thailand. Ich mag die Menschen hier in Thailand. Das Essen ist super gut und man hat eine Vielfalt an Aktivitäten, die man machen kann. Man hat im Norden die Berge und dann hat man aber auch noch viele Inseln, wo man am Strand spazieren gehen kann und schwimmen gehen kann. Aber auch tauchen kann zum Beispiel. Also es gibt viele Aktivitäten, die man in Thailand machen kann. Und bisher ist das Land, das mir am besten gefällt. Ich habe aber noch nicht alle Länder bereist, die auf meiner Liste stehen. Deshalb bin ich auf jeden Fall auch offen für Neues und das kann sich mit Sicherheit auch noch ändern. Aber aktuell ist mein Lieblingsreiseziel Thailand. Wann hast du angefangen, als Deutschlehrerin zu arbeiten? Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich ursprünglich etwas anderes studiert. Ich habe ursprünglich BWL studiert, das ist Betriebswirtschaftslehre und habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass mich der Beruf, den ich danach ausgeübt habe, überhaupt nicht erfüllt.
und habe dann eben nach Alternativen geschaut. Und interessanterweise wollte ich als Kind immer Lehrerin werden. Also in der Grundschule, wenn man da gefragt wurde, war meine Antwort immer, ich möchte irgendwann Lehrerin werden. Ich habe dann auch vom direkten Umfeld Empfehlungen bekommen, ich soll auch BWL studieren, damit kann man ja so viel anfangen und so weiter. Und irgendwie ist dann der Lehrerberuf komplett in Vergessenheit geraten, wie schon gesagt. Als ich dann aber festgestellt habe, dass ich in dem Beruf, den ich nach meinem Studium ausgeübt habe, absolut nicht glücklich werde und dass ich einfach gerne mit Menschen arbeite und gerne Menschen helfe und vor allem auch das mit meiner Leidenschaft zu Fremdsprachen kombinieren kann, bin ich dann wieder zu dem Lehrerberuf gekommen, habe mich dann zertifizieren lassen. Ich habe also dann eine Umschulung gemacht beim Goethe-Institut und das war 2016 und seitdem arbeite ich als Deutschlehrerin. Was an deinem Beruf als Lehrerin macht dir denn am meisten Spaß? Also ich finde meinen Beruf total erfüllend, vor allem wenn ich sehe, wenn Schüler Fortschritte machen. Und für mich geht es beim Sprachenlernen nicht nur um Vokabeln, Grammatik und Lese-, Hörverstehen und so weiter, sondern um viel, viel mehr. Es erlaubt eben den Schülern, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, neue Kontakte zu schließen, sich in deutschsprachigen Ländern zu Hause zu fühlen, bessere Karrierechancen zu haben und so vieles mehr. Also es geht nicht nur um das Sprachenlernen. Und das erfüllt mich wirklich, wenn ich eben sehe, wie sich die sprachlichen Fähigkeiten meiner Schüler auf all ihre Lebensbereiche ausweiten, wie sie eben dann bessere Karrierechancen haben, sich besser in der Uni zurechtfinden, schneller Anschluss finden und sich einfach zu Hause fühlen können in den deutschsprachigen Ländern. In deiner bisherigen Karriere als Lehrerin, gab es einen ganz besonderen Moment einer deiner Schüler, auf den du sehr stolz bist? Also grundsätzlich bin ich stolz auf alle meine Schüler. Ich habe wirklich viel Glück, weil meine Schüler sehr, sehr hart an ihren sprachlichen Fähigkeiten arbeiten. Natürlich freut es mich immer, wenn meine Schüler eben nicht nur in der deutschen Sprache Fortschritte machen, sondern wenn die deutsche Sprache ihnen es ermöglicht, nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich zu ziehen, um dort neue Karrierechancen zu bekommen oder auch um dort zu studieren und teilweise auch mit ihrer kompletten Familie nach Deutschland ziehen und sich ein komplett neues Lebenskapitel aufbauen. Das freut mich immer und darauf bin ich sehr stolz, wenn das dann alles funktioniert. Was ist eigentlich deine Lieblingsstadt in Deutschland? Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist ganz klar Hamburg, weil ich einfach das Wasser liebe. Ich finde, Hamburg ist eine super schöne Stadt, obwohl es nicht meine Heimatstadt ist. Also ich komme ja wie gesagt aus Frankfurt, aber Hamburg hat einfach was. Ich liebe das Wasser und ich liebe einfach die Atmosphäre dort. Die Leute sind super nett und ja, das ist meine Lieblingsstadt. Dicht gefolgt von Köln. Also Köln ist, glaube ich, meine zweite Lieblingsstadt und danach käme München. Und also Hamburg, Köln, München, vielleicht Berlin auf Platz 4, aber die Frage war ja, was meine Lieblingsstadt ist, also Hamburg, um es mal ganz einfach zu beantworten. Welche Hobbys hast du? Und was machst du in deiner Freizeit? Also in meiner Freizeit mache ich sehr gerne Sport. Ich gehe ungefähr 4 bis 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio und mache Krafttraining. In der Vergangenheit habe ich auch mal an verschiedenen Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen und Strongman-Wettkämpfen. Wir können hier bestimmt auch ein Bild einblenden. Das ist, glaube ich, so mein größtes Hobby. Ansonsten treffe ich mich liebend gern noch mit Freunden, aber auch mit meinen Schülern und gehe auch sehr gerne spazieren und wandern. Und das waren so meine Lieblingshobbys. Also Kraftsport, Freunde treffen und wandern. Was kann man abends in Deutschland machen? Hast du Empfehlungen? Da fragt ihr wirklich die falsche Person. Also ich mache abends eigentlich in Deutschland gar nicht so viel. Ich gehe meistens abends noch eine Runde spazieren und lasse den Abend dann gemütlich ausklingen. Aber im Sommer kann man zum Beispiel mit Freunden grillen, ein Feierabendbierchen dann dabei trinken und im Winter jetzt um diese Zeit gibt es auch viele Weihnachtsmärkte, die man besuchen kann abends. Oder man geht in ein gutes deutsches Wirtshaus. Hier ein kleiner Tipp, viele deutsche Wirtshäuser haben irgendein Tier im Namen, wie zum Beispiel Hirsch, Adler, Lamm, Löwe oder sowas. Daran erkennt ihr ein gutes deutsches Wirtshaus. Wenn wir schon von Essen reden, was isst du zum Frühstück, Mittag und Abendessen? Also am Wochenende esse ich ganz gerne mit meiner Familie ein klassisches deutsches Frühstück, das heißt Brötchen mit Käse und Wurstaufschnitt, gern auch mal Marmelade oder ein Croissant und natürlich darf der Kaffee nicht fehlen.
Unter der Woche fällt das Frühstück ein bisschen knapper aus, da ich meistens nicht so viel Zeit habe. Ich esse dann meistens einfach nur ein Toastbrot mit Rührei und einer Tasse Kaffee. Zum Mittag esse ich gerne etwas Leichtes, damit ich nicht ein zu großes Mittagstief habe. Also nach dem Mittagessen fühle ich mich oft müde und schlapp und um das zu vermeiden, esse ich eben einfach einen Salat zum Beispiel mit Hühnchen oder so etwas. Und abends sitze ich dann ganz gerne mit meiner Familie zusammen und dann gibt es Brot und wieder Aufschnitt oder ein Kartoffel- oder Wurstsalat. Und im Winter essen wir dann meistens noch eine heiße Suppe dazu. Was macht Deutschland für dich so wahnsinnig lebenswert und attraktiv? Also Deutschland hat erstmal ein sehr gutes Gesundheitssystem. Das habe ich in der Vergangenheit so gar nicht zu schätzen gewusst eigentlich. Aber sobald man eben dann ins Ausland geht und sieht, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, weiß man dann doch zu schätzen, was man zu Hause eigentlich hat. Also an allererster Stelle steht das Gesundheitssystem für mich. Außerdem hat man in Deutschland auch sehr gute Chancen auf eine gute Karriere in vielen verschiedenen Industrien. Außerdem ist Deutschland ein sehr facettenreiches Land. Wir haben im Süden die Berge und Skigebiete und dann im Norden wiederum auch die Nordsee und die Ostsee mit vielen schönen Inseln und Stränden. Und Deutschland liegt natürlich sehr zentral in Europa, das heißt, man kann auch sehr gut andere Länder besuchen. Man ist in wenigen Stunden in Frankreich, Belgien, in den Niederlanden, in Österreich, in der Schweiz oder auch ein Ausflug nach Tschechien oder Polen lohnt sich immer aus Deutschland heraus. Das waren alle eure Fragen. Vielen Dank an alle, die die Fragen eingereicht haben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und falls du noch mehr Fragen hast, die ich bei der nächsten Fragerunde beantworten soll, dann kommentiere sie gerne unter diesem Video. In diesem Sinne, das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das klingt irgendwie doof. Thailand! Was soll ich sagen? Beantwortet das die Frage? Boah, das muss ich nochmal machen. Eieiei, die rudert die Frau. Die arbeiten alle sehr hart an und gehe spazieren. Und gehe auch sehr gerne spazieren und wandern, wie das eben die Deutschen so machen. Was mache ich am liebsten an verregneten Tagen? Also an verregneten Tagen, da arbeite ich am liebsten. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit und es gibt nichts Erfüllenderes, als hier zu sitzen und YouTube-Videos zu drehen. Also würde ich an einem verregneten Tag Skripte schreiben und YouTube-Videos drehen und mich mit meinen Schülern unterhalten. Und abends Brot und wieder Aufschnitt. Fällt dir denn was ein?